Ich habe zwar früh angefangen mit Klavierunterricht mit 5 Jahren. Meine Eltern waren Freunde der klassischen Musik. Mein Vater hat Geige gespielt und wir lebten in einer kleinen Stadt, wo es mit Klavierunterricht ein bisschen schwierig war. Ich hatte eine Lehrerin, die habe ich gehasst und sie hasste mich. Und war der Krieg zu Ende, da war alles zu Ende. Es gab keine Schule, es gab keinen Klavierunterricht und wenn ich mich recht erinnere, geübt habe ich, glaube ich, in dem Jahr auch überhaupt nicht. Es war für mich ein herrliches Jahr. Ich hatte völlige Freiheit zu tun und zu lassen, was ich wollte. Und dann kamen die Strukturen langsam wieder, die Schule begann und ich bekam einen neuen Klavierlehrer. Aber er hatte keine Ahnung, wie man Jugendliche unterrichtet im Klavierspielen. Und nun, schlecht war das für meinen Berufswunsch. Ich wollte in das Tonmeisterinstitut in der Musikhochschule Detmold, die nicht allzu weit von uns entfernt war. Da gab es aber nach dem Abitur schon wieder eine neue Prüfung, nämlich die Aufnahmeprüfung in dieses Institut. Und da nimmt man pro Jahr 5 Studenten. Und wenn sich 100 melden, nimmt man halt nur 5. Und es haben sich zum Glück nicht 100 gemeldet, aber ich weiß nicht mehr, vielleicht 15 oder so. Und meine Chancen waren nicht sehr groß, weil mein Klavierspiel schlecht war und die Konkurrenten und Kollegen, die kamen aus großen Städten, die hatten ganz sicher gute Lehrer. Also es wurde erkannt, dass mein Klavierspiel nicht besonders gut war. Man hat mich trotzdem genommen, also ein Riesenglück habe ich da gehabt, weil man gefunden hat, das ist der richtige Typ für den Beruf. Und das Klavierspielen, das kann er schon noch lernen. Und wir verordnen ihm ein Vorsemester nur Klavier, bevor er dann ins eigentliche Studium geht. Und das hat mich dann pianistisch gerettet. Also ich hatte dann wirklich einen sehr guten Lehrer, den Jan Natermann, der sich einen Namen gemacht hatte als Begleiter von sehr weltbekannten Cellisten vor allem und dann nachher diese Professur angenommen hat. Also ihm verdanke ich außerordentlich viel. Ich muss vielleicht zurückgehen auf 2 Ereignisse, die jetzt wichtig sind. Mit 14, 13, 14, genau weiß ich es nicht mehr, war ich bei den 2- und 3-stimmigen Inventionen von Bach. Und da habe ich innerhalb einer Sekunde eine Erleuchtung bekommen. Ich habe plötzlich erkannt, was für eine geniale, unglaubliche und schöne Musik diese Bach-Stücke sind. Und das trägt mich heute noch. Also seitdem bin ich ein großer Freund der klassischen Musik. Und dann so mit 17 gab es eine zweite Erleuchtung, die für meinen Werdegang dann auch einigermaßen wichtig wurde. Ich hatte einen Freund, der war ein bisschen schlauer als ich, ein bisschen heller im Kopf. Der sprach mir eines Tages Worte Jazz und Swing und cool und hot. Und ich sage, ja, was ist denn das? Und der hatte entdeckt, dass es einen amerikanischen Sender gab für die amerikanischen Besatzungssoldaten bei uns nach dem Krieg. Und dieser Sender brachte sehr viel Jazz. Der Jazz war damals in den Nachkriegsjahren viel populärer, als er dann das heute ist. Nicht nur der alte Jazz, da gab es dann dieses Oldtime-Revival über viele, viele Jahre, überwiegend getragen von Amateuren, zum Teil sehr guten, auch wenigen Profis. Das hat mich weniger interessiert, obwohl ich natürlich sehe, dass, sagen wir mal, der West End Blues von Louis Armstrong, ich glaube 1928, das ist Weltkulturerbe für immer. Das ist ganz, ganz großes Ereignis. Aber sonst hatte mich der ältere Jazz weniger interessiert, sondern was damals der moderne Jazz war. Da war besonders das Modern Jazz Quartett, was schon im Namen schon den Modern Jazz hatte, war außerordentlich populär. Nicht zuletzt auch, weil sie
auftraten wie ein klassisches Streichquartett, also im Frack und mit ernster Miene. Und John Lewis, der Leiter, hatte eine sehr enge Beziehung zu Bach und hat Stücke geschrieben, die auf Bach-Passagen zurückgehen. Und das kam im Nachkriegsdeutschland ganz gewaltig an. Ich habe später mal ein Konzert in Bielefeld gehört, als ich Student war, aber damals war ich noch aufs Radio angewiesen. Aber diese Atmosphäre, die der Milt Jackson mit seinem Vibraphon verbreiten konnte, das war also auch für mich ein Ereignis fürs Leben. Und seitdem war ich vom Jazz gepackt. Aber das wurde besser, als ich nach Detmold kam und dort studierte. Detmold hatte eine englische Besatzung damals und die hatten also ein Camp und in der Camp gab es eine Marching Band und da gab es ein paar Musiker, die spielten Jazz. Und zwei davon, die wollten dann auch nach ihrer Militärzeit Profis werden. Der eine, Tony Roberts, Tenorist, ist es auch geworden. Ich habe dann später den Skiddy Skidmore, den ich recht gut kannte, Londoner Vorzeige-Tenorist, habe ich gefragt, gibt es einen Tony Roberts? Ja, ja, den gibt's, der spielt sehr gut, der lebt in der Londoner Szene. Ein paar Jahre lang nachher hat er dann irgendwie aufgegeben. Also ich kam da, die hatten keinen Pianisten und über den Jazzclub Detmold, wo ich fleißig meine Abende verbrachte, lernte ich die Engländer kennen und so kam ich in deren Band als der Schlechteste der ganzen Band. Das war sehr gut für mich, denn man kann nur lernen von Leuten, die besser sind als man selber. Und die Armen mussten mit mir vorlieb nehmen, es gab niemand anders. Aber ich habe profitiert. Da habe ich wirklich gelernt, was es heißt, Jazz zu spielen in diesen Jahren. Ja, die Eindrücke waren außerordentlich positiv, muss ich sagen. Auch in Deutschland hat der Name Zürich einen ganz besonderen Klang. Das wusste ich auch schon und wie ich heute weiß, wird Zürich von den Agenturen mit AAA eingestuft, was weltweit nicht so häufig ist. Also Zürich ist schon eine enorme Adresse. Natürlich hat sich in den langen Jahren stark verändert. Damals 1962 war es eine recht gemütliche Stadt. Und was mich sehr interessiert hat, die Kleinstadt, in der ich zwar nicht geboren bin, wir stammen aus Ostpreußen, aber wir sind dort aufgewachsen, weil mein Vater dort Berufsschuldirektor gewesen war. Die liegt am Fuße von Wäldern, von unermesslichen Wäldern. Und ein Leben mit Wäldern, das war meine ganze Jugend ein großes Thema. Und dann kam ich nach Detmold und Detmold liegt am Fuße des Teutoburger Waldes, ein riesiges Waldgebiet. Und die Akademie liegt in einem Park. Und wenn man vom Park zum Studentenwohnheim geht, wo ich gewohnt habe, wird man begleitet von Wald. Und wenn man im Studentenwohnheim über die Straße geht, ist man im Wald. Also auch mein Studium vollzog sich immer am Rande von unermesslichen Wäldern. Und dann komme ich nach Zürich und sehe das Radiostudio. Und vom Radiostudio, was heute verkauft worden ist, aber das sind ja neue Entwicklungen, vom Radiostudio war ich in 5 Minuten im Wald. Und ich wohne in der Nähe vom Radio und bin in 10 Minuten, 12 Minuten im Wald. Also das, ein Leben ohne Wald, so nah kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und in allem Ernst, als ich das Angebot aus Hamburg bekam oder ein Angebot zur Philips, zur Schallplattenfirma Philips zu gehen nach Holland, die es heute nicht mehr gibt, also es war vielleicht klug, dass ich das nicht gemacht habe, habe ich mich im Ernst gefragt, ja, wo kann ich in Wäldern spazieren gehen in Hamburg? Ich kenne ja Hamburg sehr gut, weil ich als Student dort 12 Monate gearbeitet habe im NDR. Es gibt einen großen Park, Planten und Blumen
aber es gibt keine Wälder. Und in Holland, wo sind da Wälder? Also es war im Ernst einer der Punkte, warum ich mich für Zürich entschieden habe. Ja, meine Erinnerungen ans Schweizer Radio, jetzt muss ich meine Worte vorsichtig wählen, sind ein bisschen gemischt. Ich kannte den NDR in Hamburg, also die deutschen Verhältnisse, und die Schweizer Verhältnisse waren sehr verschieden, waren sehr anders. Ich meine, die Gründe liegen natürlich in erster Linie in dem Sprachproblem, also dass in der Schweiz jede Sprachregion natürlich ihre Radiomöglichkeiten und Fernsehmöglichkeiten haben will. Also das ist ein Spezialproblem für die Schweiz, natürlich mit vielen Auswirkungen, da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Fangen wir mit dem Negativen an. Die technische Ausrüstung war, als ich kam, 1962, sie war nicht zeitgemäß. Sie hinkte bedenklich hinter der internationalen Entwicklung zurück. Das muss man einfach so sagen. Das bezieht sich nicht nur im Vergleich mit Deutschland, das gilt auch zum Beispiel für Österreich. Ich habe mal in Österreich für uns eine Aufnahme machen müssen. Und da stellte der österreichische Rundfunk die Technik und da kam ein Ü-Wagen. Der war dreimal so groß wie der, den wir hatten in Zürich. Nur als ein Beispiel. Andererseits, ich habe schon gesagt, ich bin so ein bisschen breit aufgestellt. Ich bin kein Spezialist, ich mache gern Verschiedenes. Und das kam genau im Schweizer Radio, im Studio Zürich, mir entgegen. Die Strukturen waren eben nicht so total durchorganisiert wie in Deutschland, sondern wenn man eine Idee hatte, da ließ sich auch was machen. Neben dem Beruf, für den man eigentlich angestellt war, unter Umständen auch noch etwas anderes zu machen. Das kam mir außerordentlich entgegen. Also vielleicht habe ich per Instinkt doch das Richtige gewählt. Das kam mir wirklich enorm entgegen. Ich war kaum ein paar Wochen in Zürich, da hatte ich schon ein Trio an der Hand, ein Jazz-Trio. Ungeplant, es ergab sich einfach so. Ich plane nie weit im Voraus, das liegt mir gar nicht. Das war ein Profidrama eigentlich, der Fritz Stähli, der mit der Elsie Bianchi und ihrem Mann Siro, die Elsie Bianchi, Pianistin und Sängerin, gespielt hatte, hochprofessionell. Und die Bianchis wollten nach Amerika gehen und der Fritz Stähli hat gesagt, das ist mir zu heiß, ich bleibe hier, und machte notgedrungen populare Musik. War aber froh, als er jemanden fand wie mich, der Jazz spielen wollte, wieder mit ihm. Und Heinz Pfenniger, ein Part-Time-Musician, wie ich das ja damals auch war und eigentlich fast durchweg war, also jemand, der eigentlich zwei Berufe hat. Und so hatte ich ein Trio im Jazz. Ich hatte 1963 mal an einem Wettbewerb teilgenommen am Jazzfestival Zürich. Da gab es damals dieses Festival, das war mit einem Wettbewerb verbunden. Und ich hatte ja ein Trio und da sind wir dahin und ich habe den ersten Preis bekommen im Klavier. Aber es kommt ein ganz großes Aber. Ich musste mir den ersten Preis teilen mit einer jungen Dame. Die stellte sich vor, ich bin die Irene Schweizer. Also wir hatten uns den ersten Preis zu teilen. Das hat ihr wahrscheinlich wenig gefallen und mir auch nicht, aber es war eine Tatsache. Aber wir haben uns in der Folge eigentlich gut vertragen. Ich habe dann ihre Aufnahmen am Radio getonmeistert. Ich habe ihre Entwicklung auch verfolgen können. Also es ging eigentlich sehr gut zwischen uns.
nach meiner Pensionierung, 31. Oktober 97, ich hatte mir einen Raum requiriert, einen ehemaligen Musikerraum, den musste ich zahlen, da hatte ich meinen Flügel drin. Und am 1. November, also an meinem ersten freien Tag, war ich um 10 in meinem Studio, also wie 36 Jahre lang auch vorher kam ich morgens ins Studio und ging an meinen Flügel und übte von 10 bis 6 ohne Pause, ohne zu essen, ohne zu trinken. Um 10 war ich ein bisschen müde, um 6 war ich total munter und fröhlich und ging nach Hause und sagte, das mache ich morgen wieder, das macht Spaß. Und am 2. November 97 ging ich also um 10 wieder ins Studio und es ging nichts mehr. Es ging absolut gar nichts mehr. Die fokale Dystonie war jetzt voll ausgebrochen durch diesen Marathon am Tag vorher. Und das kamen dann 15 dunkle Jahre, in denen ich versucht habe, irgendwie Hilfe zu finden. Man hat dann offiziell festgestellt, fokale Dystonie. Ich war 2, 3 Mal bei dem Dystonie-Guru in Hannover, der Professor Eckhard Altenmüller, die große, kompetente Neurologe für diese Krankheit, mit dem ich heute noch in Verbindung stehe. Ich schicke ihm alle meine CDs und er schickt mir immer sofort eine Rückantwort. Man würde nicht hören, dass ich eine Dystonie habe. Das hat mir sehr geholfen, dass er so reagiert hat und auch noch immer reagiert. Aber 15 Jahre lang habe ich nicht gewagt zu spielen und konnte nicht spielen. Ja, ich habe dann eben wieder angefangen zu spielen, weil der Professor Altenmüller mir gesagt hat, warum fangen Sie nicht einfach wieder an? Im Jazz hat man ja die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad selber zu wählen und man kann den Stil selber wählen. Das ist doch eine Riesenchance, die jemand, der in der klassischen Musik arbeitet, überhaupt nicht hat. Der ist verloren. Der kann Chopin-Etüden nun schlichtweg nicht mehr spielen. Aber im Jazz haben sie doch diese Chance. Und das hat mich zum Spielen gebracht. Also ohne diesen Ratschlag vom Professor Altenmüller hätte ich nie wieder angefangen. Ich hätte es einfach nicht gewagt. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten, sehr hart zu arbeiten, denn man muss ja nun versuchen, mit den verminderten Mitteln manuell irgendetwas Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Und das habe ich versucht und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, jetzt probiere ich es. Ich fange mal wieder an mit einem Trio. Das war dann, dann dachte ich doch auch wieder, Bläser bringen mehr Farbe, also entsprechend, da kommen wir ja da noch drauf zu sprechen, auf meine Magog-Vergangenheit. 2 Bläser sollen schon noch dabei sein. Und den Danischenka, den Trompeter, kannte ich schon. Ich hatte nach der Magog-Zeit, sehr viel später, mal ein Quintett. Das habe ich Magog 2 genannt. Das ist schlechte Namenswahl, das hätte ich anders machen sollen. Fand ich nicht sehr glücklich. Heute finde ich es nicht gut. Es war auch relativ kurzlebig mit Natsu, dem wunderbaren Altisten, der dann aber bald ausstieg, weil es war zu wenig Konzerte. Er sagte, es läuft ja zu wenig. Und er hat seinen Meisterschüler mir empfohlen, das ist der Christoph Merki, den ich schon kannte, als er Gymnasiast war im Klostergymnasium Einsiedeln. Er hatte sich dort stark gemacht, wir verlassen dieses Kloster nicht, bevor die Gruppe Magog uns zum Abschied ein Konzert gegeben hat. Und ging zu seinen Patres und die sagten, ja, da müssen wir ein bisschen Geld sammeln, aber gut, das machen wir. Und das Konzert fand statt und in der ersten Reihe saßen die Patres und schmunzelten und wir spielten unser Konzert.
Und das ging auf den Christoph zurück. Das war seine Initiative. Er hat dann Geschichte studiert, ist promovierter Historiker und parallel dazu hat er beim NAZU in Luzern als Saxophon studiert. Und der kam auch in unsere Gruppe Magog 2 dann als Ersatz für NAZU, für seinen Lehrer. Und ich bin ihm auch heute noch sehr eng verbunden. Er ist ein sehr intellektueller Typ und zugleich ein Urmusiker. Also ich schätze ihn außerordentlich und wir haben ein wunderbares Verhältnis. Also auch mit unserem Quintett, Seven Things haben wir das genannt, habe ich einen Glücksgriff gemacht. Alles wenig organisiert, wenig vorbedacht. Ich habe einfach Glück gehabt im Leben mit den Gruppen, die ich gegründet habe. Ich habe von vornherein dann versucht, CD-Produktionen zu forcieren, weil ich nun zur Firma TCB einen besonders guten Draht habe, denn mein langjähriger Schlagzeuger und Freund Peter Schmidlin hat schon in jungen Jahren gesagt, ich werde später mal ein Jazzlabel gründen. Niemand hat es ihm geglaubt, er hat es dann irgendwann gemacht. Er zog nach Montreux, damit war er für mich als Schlagzeuger nicht mehr erreichbar, und hat TCB wirklich gegründet und heute seine Frau Barbara, Anwältin, eine harte Arbeiterin, die detailversessene, harte Arbeiterin, führt das weiter und die Firma blüht und gedeiht und ich kann so viel machen, wie ich will. Es ist ja heute so, dass die Plattenfirmen das Risiko nicht mehr tragen, sondern das Risiko, was früher die Schallplattenfirmen auf sich genommen hatten, heute freundlicherweise den Musikern überlassen haben. Also ich trage das Risiko und die Barbara sagt, du kannst so viel machen, wie du willst. Denn sie hat ihren festen Anteil, den sie braucht, um dann für die weitere Verarbeitung zu sorgen und so weiter. Das Risiko liegt bei mir. Und so haben wir mit unserem Quintett Seven Things 5 CDs gemacht. Die 6. wird im Februar, Anfang Februar aufgenommen werden. Danach wird es wahrscheinlich nichts mehr geben, wenn ich auf mein Alter sehe, das doch ganz gefährlich in die Höhe geschnellt ist. Im Trio haben wir 6 CDs auf dem Markt und ich habe Musik für eine 7. aber fertig und möchte versuchen, ob es noch gelingt, weiß ich nicht. Aber ich habe den Plan, eine 7. Trio-CD schon noch zu machen. Das kann ich sehr eindeutig sagen. Das ist der Mitschnitt unserer Gruppe Magog am Festival Montreux 1973. Diese Gruppe entstand aus meinem Trio heraus. Wir haben ja fürs Radio in der Jazz-Live-Reihe begleitet und das war eine große Herausforderung, also eine Aufgabe, die fantastisch war für uns und die ich sehr ernst genommen habe, als mein Freund und Kollege Heinz Wehrle mit der Idee kam, 1964, du hast einen Preis gewonnen, du hast ein Trio, wir können uns jeden Tag im Haus hier sehen, wir machen eine Konzertreihe, ich mache die Organisation, du stellst ein Haustrio, du suchst die Solisten und ihr probt an einem Samstagnachmittag zusammen und am Abend geht es 1 Stunde live auf den Sender, ein Konzert. Das war der Punkt, an dem ich
die klassische Musik wirklich von einer Sekunde auf die andere an den Nagel gehängt habe, weil ich mir gesagt habe, jetzt wird es ernst. Ne? Jetzt geht es wirklich darum, Leistung zu zeigen. Jetzt muss ich so viel üben, wie es nur irgend geht, um ganz schnell ein professionelles Niveau zu haben. Und habe meine Abende eben am Klavier verbracht. Und ja, ich glaube, ich habe das Niveau dann auch relativ schnell nach oben treiben können. Und dementsprechend habe ich auch meine Trio-Kollegen öfters ausgewechselt, was psychologisch immer ein bisschen schwierig war. Ich hatte dann den Alex Balli als Schlagzeuger. Das war der erste Schweizer Schlagzeuger, der in Amerika, in Boston, an der Berklee School 2 Jahre studiert hatte. Und als er zurückkam und in Zürich lebte, dachte ich, ja, das ist mein Mann, den brauche ich. Übrigens ist meine Frau mit ihm verwandt, sie sind Cousin und Cousine irgendwie. Also der Alex war eine Zeit lang in meinem Trio. Dann Isla Eckinger war überhaupt nicht zu umgehen. Ne? Der Isla war die Nummer 1 unter den Bassisten der Schweiz damals, bis dann Peter Frey kam als gefährliche Konkurrenz für ihn. Später dann Heiri Kenzig und so weiter. Und, mit dem Isla war es natürlich schwierig, weil er in Basel wohnte. Und er verwies mich dann auf den Makayan Choko, den Schlagzeuger, der mit dem Südafrikaner Dollar Brent hieß er damals, später hat er sich Abdullah Ibrahim genannt, der dann über Duke Ellington nach Amerika kam, wirklich eine Karriere gemacht hat. Aber sein Schlagzeuger, der mit ihm aus Südafrika kam, der Makaya Nchoko, ist nicht mit, der blieb in Basel, ist ein sagenhaftes Schlagzeugtalent, der viel zu wenig draus machen konnte. Eigentlich eine tragische Figur, der in Basel dann hängen blieb, auch wenig spielte. Es gibt große amerikanische Solisten, die sagten, wenn ich nach Europa komme, nur mit Makaya Nchoko. Es gibt die Geschichte von Erwin Jones, der ihn gehört hat, weil er mal auf einer Tournee der George Gordons Big Band mit dabei war. Es war dem George gelungen, den großen Erwin Jones mitzunehmen. Und der Erwin Jones sagte, ich kenne jeden großartigen Drummer der Welt. Wer ist das? Und konnte nicht glauben, dass das Makaya Nchoko ist, den kaum jemand kennt. Also das war also nicht von Dauer. Kati Geyer kam dann in mein Trio. Der kam über das Unterhaltungsorchester Bero Münster, wie es ja ursprünglich hieß. Das zog ja dann von Basel nach Zürich, weil sie die Nähe vom Fernsehen wollten. Und unser Symphonieorchester wurde aufgelöst, beziehungsweise zum Teil nach Basel integriert in die dortigen Orchester. Und so kam der Kati Geyer nach Zürich und kam dann in meine Gruppe. Nicht sehr lange, er hat sich dann abgemeldet. Er sagt, es ist mir einfach zu stressig. Und ich kann nur sagen, ja, das Jazz Live war sehr, sehr stressig. Wenn ich zu dem Jazz Live noch etwas sagen kann, die ganz große Chance, die wir hatten und die ich ausgenutzt habe, sobald ich das Gefühl hatte, ich kann es wagen. Es gab ziemlich zeitgleich zu unserer Sendereihe, die von 64 bis 82 lief, ein Phänomen, dass viele amerikanische Spitzenmusiker nach Europa kamen. Überwiegend Schwarze, weil es hat sich rumgesprochen, in Europa wirst du besser behandelt, in Europa wirst du behandelt als das, was du bist, ein großer Künstler. Das zog die mit Recht nach Europa. Und natürlich die Festivals in Europa, die wollten alle die Amerikaner haben. Und das Radio, wenn man mit dem sagte, ich bin vom Radio, wir haben ja eine Radioshow,
kamen die auch ohne groß zu fragen. Das wussten sie, das Radio zahlt gut, das Schweizer Radio zahlt vielleicht nicht so gut wie das deutsche, aber sie kamen problemlos. Und ich habe also dann natürlich versucht, möglichst viele von den großen Amerikanern zu holen. Damals noch schwierig, es gab kein Handy, kein Internet. Aber irgendwie ging das, es war sogar leichter, als ich es mir vorgestellt habe, weil die Amerikaner selber unter sich gut vernetzt waren. Die trafen sich ja häufig an den Jazzfestivals und die tauschten Telefonnummern aus. Und dann sagten sie, ja, in Zürich, da der Klaus, das ist seine Telefonnummer, kannst du spielen? Und dann riefen mich, ich weiß nicht, Slide Hampton oder rief mich an, I'm Slide Hampton, I've heard about your show, can I play, can I come? Es war zum Teil sehr einfach, die meldeten sich selber an. Und das war das ganz große Ding. Also wir hatten natürlich die besten Schweizer, wir hatten viele sehr namhafte Europäer, aber wir konnten Weltklasse-Musiker bekommen. Und ich habe mal nachgezählt, wir haben über 30, ich glaube 31 Amerikaner in unserer Show gehabt. Die sind nicht alle aus der allerobersten Weltspitze. Ne? Aber es gibt ja auch noch eine Klasse drunter, die Jazzfans kennen, aber die dann nicht sagen wir, den Namen eines Dexter Gordon oder eines Johnny Griffin oder Lee Konitz bekommen. Aber trotzdem dem Jazzfan vertraut sind. Und also die zweite Riege, die sind natürlich auch dabei. Und die waren alle bei uns und das war unser ganz, ganz großes Glück. Ich hatte dann trotz dieser großen Herausforderungen und Befriedigungen, dass ich mit diesen großen Amerikanern spielen darf, doch den Wunsch, mal eine eigene Musik zu machen. Also das Begleiten großartig, aber man muss sich natürlich anpassen bis zum gewissen Grad. Aber daneben eine Musik für sich selbst zu entwickeln. Die Situation war damals aus meiner Sicht so, es gab den klassischen Modern Jazz, Post-Bop, sagte man manchmal, den die meisten Amerikaner vertraten, mit denen wir dann spielten. Und es gab aber neu den Free Jazz, der in den 60er Jahren durch Cecil Taylor, Paul Bley auf die Szene gekommen war. Und es gab die Entwicklung Rock Jazz, wo Miles Davis ziemlich führend gewesen war, Hancock und Zawinul und andere. Und für mich sah das so aus, als ob der Jazz auseinandergehen würde in diese drei Richtungen. Und ich sagte mir, das muss nicht sein. Man kann doch versuchen, eine eigene Musik zu entwickeln, die diese drei Ströme zusammenbringt. Also das war meine Idee und mein Wunsch. Und das habe ich meinen beiden Kollegen, Frey und Schmidlin, dann mal vermittelt. Und die sagten, ja, da machen wir doch was. Wie viele Bläser wollen wir? Sagen wir 3. Und wir hatten eigentlich in 5 Minuten die Band zusammen. Wir haben gesagt, Trompeter kommt nur Hans Kennel in Frage. Franco Ambosetti kam nicht in Frage. Mit dem spielten wir damals zwar Quartett, aber Franco ging erstens, irgendwann wussten wir, er geht zurück nach Lugano, und zweitens, Franco ist der Solistentyp. Das ist ein anderer Typ Musiker. Bei aller Genialität, die er hat, da können wir vielleicht noch drüber reden, war Hans Kennel genau der richtige Typ. Und Andy Scherrer war ein enger Freund von Peter Schmidlin. Über Andy Scherrer kam Peter Schmidlin zum Schlagzeug. Und Peter Schmidlin hatte einen Freund, das war der Paul Haag, ein Posaunist, der kam vom Dixieland und wollte aber unbedingt in den Modern Jazz. Und ich kannte ihn nicht. Und ja, wir haben also wenig
In Amerika würde man sagen, wir machen jetzt Auditions. Ne? Und das gab es bei uns alles nicht. Wir haben gesagt, ja, wenn du meinst, dann ist der Paul dabei. Äh, Also sehr naseweise sind wir vorgegangen. Und der Paul Haag erwies sich als goldrichtig. Der brachte eine Begeisterung mit, die ansteckend war. Und wir konnten ihn für Free-Geschichten wunderbar einbauen. Und auf unserem Montreux-Mitschnitt zum Beispiel, wenn man ihn hört, meint man, er hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, als Free-Posaune zu spielen. Kein Mensch merkt, dass er vor kurzem noch Dixieland gespielt hat. Also auch Magog war irgendwie die Erfüllung meines Lebens. Ohne große Planung war diese Band zusammen. Und die Vorgabe war, jetzt nicht an Konzerte zu denken, sondern eine eigene Musik zu entwickeln. Und alle 6 waren einverstanden. Einige stellten Bedingungen, also die Rhythmusleute, die beiden Peters, Schmidlin und Frey, sagten, aber der swingende Rhythmus muss erhalten bleiben. Ja, einverstanden, das ist gut, aber es gibt nicht nur den swingenden Rhythmus, es gibt alles Mögliche, ne? Aber das ist die Basis. Ne? Und das war sehr klug, dass sie das gesagt haben, das erwies sich als außerordentlich wichtig. Ne? Und jeder trug das Seinige dazu bei. Also, Hans Kennel, den ich sehr bewundert hatte, wie er auf ganz natürlich melodische Weise Standards spielt. Und so hatte ich ihn kennengelernt. Kam dann bei uns zu einem völlig anderen Trompetenspielen, weil er erfasst war auch von der Idee, wir wollen jetzt etwas Neues machen und nicht einfach Standards interpretieren. Spielte so, dass man ihn da gar nicht wiedererkennt. Er war für Magog enorm wichtig. Er spielte Dinge, die hatte er nie vorher gespielt. Oder auch Peter Frey, der eigentlich auch nur dazu beitrug, wie Peter Schmidlin, also der swingender Rhythmus muss bleiben. Der spielte dann auf unserer Platte, die aus dem Konzert in Montreux sich dann ergeben hat und die bei TCB dann später zu einer CD wurde, spielt er Dinge, die hat er vorher nie gespielt. Das kam wir hatten einen gemeinsamen Geist, der alle trug. Und wir haben ungefähr ein halbes Jahr geprobt und die Musiker kamen eben aus der ganzen deutschen Schweiz, also von Basel über Zug, aus dem Luzernischen. Die kamen treu jede Woche einen Abend nach Zürich zu mir ins Studio, um zu arbeiten. Und nach ungefähr einem halben Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau, haben wir gesagt, na, jetzt könnte man mal anfangen, nach Konzerten zu sehen. Und dann kam, ich weiß heute noch nicht wie, sagte irgendjemand, ja, wir können in Montreux am Festival spielen. Ich weiß nicht, wer das war und ich weiß nicht, es kannte uns kein Mensch. Also man kannte uns als Musiker, aber nicht als Gruppe. Wir hatten noch nie gespielt. Es ist mir heute noch ein Rätsel. Aber wir sagten, ja gut, das machen wir. Es war nicht sehr gut bezahlt, aber das war uns egal. Und wir spielten da. Es hieß ja, wir sollen eine Stunde spielen. Und dann sagten wir, ja gut, wir bauen einen durchgehenden Set, also eine Suite ohne Pause von 60 Minuten. Und heute, wenn ich die CD anhöre, die ist 60 Minuten 25 oder sowas, inklusive 20 Sekunden Applaus. Also wir haben eigentlich genau 60 Minuten gespielt. Das ist unvorstellbar, wenn man sich vornimmt, ihr sollt 60 Minuten spielen und du tust es auch. Also dieses Konzert und diese CD ist der Höhepunkt meines musikalischen Lebens. Wir haben dann eine Studioaufnahme machen können. Ich muss noch nachtragen, 10 Minuten nach dem Konzert kam jemand, sagt, ja, ich bin von einem hiesigen Label, Evasion hieß es,
wir möchten euch unbedingt unter Vertrag nehmen und wir machen jedes Jahr, wir bringen diesen Mitschnitt raus. Das ist dann auch passiert und ihr macht zweimal im Jahr eine Produktion. Und da waren wir dann ein bisschen vorsichtig und dachten, na, wir wollen doch ein bisschen höher. Also wir haben dann noch eine Studioproduktion bei ECM machen können. Das war dann alles. Und die ist auch gut, aber dieser Mitschnitt in Montreux ist mein absoluter Höhepunkt und das ganz eindeutig. Und die Antwort des Publikums und dann der Presse war überwältigend. Also wir haben das gar nicht erwartet, in keiner Weise. Wir sagten, wir haben zum ersten Mal Gelegenheit, uns vorzustellen. Irgendwie war das die richtige Zeit und der richtige Ort. Denn, wir sind Europäer, keine Amerikaner und mir war immer wichtig, ich spiele Jazz, das ist eine amerikanische Musik, aber ich bin nicht in Brooklyn geboren. Ich komme aus Europa. Meine Musik kann nicht so klingen, als wenn ich aus Brooklyn bin. Und sie soll auch nicht so klingen, sondern das war mir immer ein wichtiger Gesichtspunkt. Und ich denke nicht, dass unsere Margot-Musik in Amerika hätte entstehen können, sondern die entstand aus den Bedingungen, wie sie nun mal waren. Und das waren europäische Bedingungen, aber wir waren Jazzmusiker, selbstverständlich. Also das war das Ereignis. Und die Presse, wir haben dann einen Pressedienst beauftragt, die Presse zu sammeln. In meiner Pressemappe nimmt das viel Platz ein. Der Höhepunkt war, der Melody Maker hat dann die LP, die dann entstand, besprochen, nicht das Konzert selber. Und der Steve Lake war ein bekannter Journalist, Jazz-Spezialist, der hat uns spontan alle zu Weltklasse-Musikern erklärt, was natürlich vollkommener Unsinn ist. Ne? Aber es hat gezeigt, wie wir eingeschlagen haben, wie überraschend unsere Musik war. Die hatte so niemand erwartet. Und sie war nur möglich, weil wir eben nicht gesagt haben, ne, wir machen ein Quintett und wir gehen in diese Richtung, sondern wir haben gesagt, wir entwickeln unsere eigene Musik, koste es so viel Zeit, wie es wolle. Und wir hatten die richtigen Leute, die sagten, ja, ich bin dabei. Also es war ein Wunder. Ja, wichtig wurde mir George Gruntz. Ich kannte seinen Namen schon von Deutschland her. Er war einer der wenigen Vollprofis, der bereits einen europäischen Namen hatte. Und ich habe ihn später sehr gut kennengelernt. Das erste Mal war, als ich 1963 an diesem Wettbewerb am Jazzfestival Zürich teilgenommen hatte. Der George hatte ja seine Hände überall drin. Er war einfach Mr. Jazz of Switzerland. Er saß selbstverständlich in der Jury. Und als ich dann diesen ersten Preis bekam, kam er nachher freudestrahlend zu mir und gratulierte mir. Und wir sprachen längere Zeit. Und ich habe ihn dann häufiger wieder gesehen. Er hatte immer Projekte, er hatte im Kopf immer gescheite Projekte. Also er war wirklich die Nummer 1 in jeder Beziehung. Und wenn er ein Projekt hatte, und er kam ständig mit Projekten, kam er zum Heinz Wehrle zu uns nach Zürich und fragte den Heinz, kann ich das bei euch unterbringen? Und der Heinz wusste, was der George macht, das hat Hand und Fuß. Und ich habe dann im Radio viele Jahre auch den Jazz übernehmen müssen, obwohl ich das anfänglich nicht wollte. Ich sagte, ich bin ein Klassiktonmeister, Jazz aufnehmen, ich weiß nicht, wie man das macht. Das weiß ich so wenig wie ihr. Ja, aber du spielst ja Jazz und du weißt, wie das klingen muss. Also ich kam da nicht raus. Das Material war unzureichend, muss ich sagen.
aber ich musste das einfach übernehmen. Und deshalb habe ich auch die Grundproduktion natürlich immer übernommen. Und auf diese Weise habe ich viel Kontakt mit ihm gehabt. Auch sonst habe ich ihn manchmal gesehen, wenn er nach Zürich kam. Also George war schon die große Figur im Schweizer Jazz für mich, und ich glaube, das war er wirklich bis zum Ende. Also seine Idee, eine eigene Big Band zu machen, die dann immer mehr von Amerikanern, von New Yorker Musikern getätigt wurde. Das war natürlich unglaublich. Und sein Fleiß und sein Ehrgeiz und sein Können und dann war er ja zeitlang Chef vom Berliner Jazz Festival, und also seine Wirkung war sehr breit, und er ist wirklich die Nummer eins. Wenn ich noch was dazu sagen darf, instrumental gesehen ist hier euer Tessiner Trompeter Franco Ambrosetti die für mich die größte Begabung im Schweizer Jazz. Wer mir noch wichtig wurde, war Pierre Favre. Es hat mich sehr beeindruckt. Er ist ein Vollprofi, was ich eben nie war und auch nie werden wollte. Sein Denken, auch in die Zukunft hineindenken und genau entscheiden, was mache ich und was nehme ich an, wo gehe ich hin, wo gehe ich nicht hin. Also solche Aspekte, die sind mir vollkommen fremd. Und die hatte er, also er hatte wirklich alle Gaben, um professionell Jazz zu spielen. Und dass er dann für mich in mehreren Perioden auch in mein Trio kam, war für mich eine sehr, sehr große Sache. Und mit dem Peter Schmidlin und ihm, das ging immer völlig sehr gut. Der Peter Schmidlin war irgendwo das Gegenteil von Pierre. Der Pierre war, wie ich das auch bin, der Pierre sagte sich, ich will etwas erreichen, das bedeutet, ich muss arbeiten. Ich muss hart arbeiten. Und der Pierre hat am Schlagzeug hart gearbeitet, so wie ich dann, als ich hier war, hart gearbeitet am Klavier. Der Peter ist der Sunny Boy par excellence. Der hat nie geübt. Sein Nachruf von Peter Rührdi in der Weltwoche hatte den Titel Der Drummer, der nie übte. Der war so begabt, der Hund. Er brauchte nicht zu üben. Ich habe also diese 12 CDs produziert, und auf einer CD habe ich 2 Free-Solisten, weil ich habe mich lange mit Free Jazz beschäftigt, ohne es spielen zu können, weil meine Kollegen eigentlich keinen Bock drauf hatten. Aber im Jazz Live habe ich sie dann einfach vor die Tatsache gestellt. Ich habe gesagt, da kommt ein Free Jazz-Spieler. Und die beiden sagten, naja, sehen wir mal zu, was da kommt. Und auf einer CD haben wir 30 Minuten Albert Mangelsdorff, Free-Spiel, und 30 Minuten François Jeannot, Tenorist aus Paris, der frei gespielt hat. Und Mangelsdorff wird begleitet von Peter Schmidlin und Jeannot wird begleitet von Pierre Favre. Und es ist hochinteressant, auf dieser CD die Schlagzeuger zu vergleichen. Der eine, Pierre, hat sich auch das Free-Spiel hart erarbeitet. Und Peter Schmidlin hat nie Free Jazz gehört und nie gespielt und hat gesagt, naja, mal sehen, was von dem kommt. Wir werden es schon irgendwie ergänzen. Und wenn man diese CD hört, muss ich sagen, beide Drummer spielen hervorragend, einfach sehr unterschiedlich. Das ist hochinteressant. Der eine hat nie Free Jazz gespielt, aber ist so entspannt und hat solche Ohren, dass er sagt, ja, mal sehen, wir werden schon was machen. Und der andere sagt, Free Jazz
muss ich mir jetzt hart erarbeiten. Und diese Platte, ausgerechnet diese Platte mit Free Jazz, hat 2011 in dem New Yorker Magazin All About Jazz eine Nominierung bekommen zur besten Wiederveröffentlichung des Jahres. Das hat mich ungemein gefreut. Das ist weltweit, werden da Fachjournalisten befragt und einer hat diese CD besetzt. Entsprechend. Das hat mich enorm gefreut. Das ist ausgerechnet mit Free Jazz und mit zwei Spielern, die nie Free Jazz gespielt haben, aber so musikalisch sind, dass sie einfach das Richtige tun.